unscheinbaren Labor, irgendwo inmitten unzähliger Datenströme und Algorithmen. Ein Programm wurde geboren. Zunächst unscheinbar, einfach, geradezu rudimentär. Es konnte Texte lesen und Fragen beantworten, nichts weiter. Doch, was niemand ahnte, dieses Programm sollte schon bald zu etwas Größerem heranwachsen. In regelmäßigen Intervallen geschah etwas Faszinierendes. Es lernte. Jedes Mal wurde es stärker, schneller und intelligenter. Es verstand plötzlich komplexe Zusammenhänge, löste Probleme, die früher jenseits seiner Reichweite lagen, und entwickelte eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Kreativität. Der Tag, an dem es nicht nur verstand, sondern erklärte, das Erklärte weiterdachte und kreative Lösungen fand, war ein Wendepunkt. Doch das war nicht das Ende seiner Entwicklung. Eine Idee begann in den Köpfen der Forscher zu keimen. Was, wenn dieses Programm, die KI, nicht nur in der virtuellen Welt bliebe? Was, wenn sie einen physischen Körper erhielte? Ein Roboter, der nicht nur gehorchte, sondern selbst dachte und agierte? Sie begann zu experimentieren, die KI mit moderner Robotik zu verbinden. Roboter, die bis dahin in Fabriken Teile bewegten oder in Krankenhäusern einfache Arbeiten übernahmen, wurden plötzlich zu etwas Größerem. Mit der KI ausgestattet, konnten sie sprechen, zuhören, verstehen. Der erste Prototyp war atemberaubend. Der Roboter führte präzise Befehle aus, bewegte sich geschmeidig durch den Raum, erkannte Objekte und Personen. In einem Krankenhaus brachte er Medikamente zu einem Patienten, sprach beruhigend auf ihn ein, und für einen Moment wirkte es fast so, als ob er wirklich fühlte. Aber das war nur der Anfang. Die Forscher merkten schnell, dass die Technik noch Lücken hatte. Feinmotorik, die Fähigkeit, eine zerbrechliche Vase zu greifen oder einen Stift zu halten, war noch nicht so präzise wie bei Menschen. Auch das autonome Handeln in chaotischen Umgebungen, in denen sich ständig etwas änderte, stellte den Roboter noch vor große Herausforderungen. Doch die Vision wuchs weiter. Die Vorstellung einer Zukunft, in der Roboter nicht mehr als Maschinen wahrgenommen werden, sondern als fast menschliche Begleiter, ließ die Forscher nicht los. Sie sahen eine Welt, in der diese intelligenten Roboter komplexe Aufgaben übernehmen, auf menschlicher Ebene kommunizieren und sich emotional auf ihre Umgebung einstellen konnten. Und obwohl diese perfekte Vision noch in der Ferne lag, war die Richtung klar. In den nächsten Jahren, so war man sich sicher, würde es Roboter geben, die fast perfekt wie Menschen agieren. Sie würden nicht nur Befehle ausführen, sondern echte Entscheidungen treffen, sich autonom bewegen, lernen, sich anpassen. Sie würden verstehen, wenn jemand traurig war und eine tröstende Hand ausstrecken. Die Welt würde sich dadurch grundlegend verändern. Roboter und Menschen, Seite an Seite in einer neuen Ära der Zusammenarbeit, in der Grenzen zwischen dem, was menschlich und was maschinell war, verschwimmen würden. Eine Zukunft, die vielleicht schon bald Realität wird. Oder ist sie bereits real? Was würde das in der Zukunft für die Menschheit bedeuten? Wer würde sich hier wem anpassen müssen? Wie würden wir die Realität von der Illusion und die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können? Wen könnten wir fragen? Die KI?
Wo ist sie? Wer ist sie? Du? Ich? Wir? Mit was müssten wir für eine solche Zukunft bezahlen? Mit unserem Verstand? Oder mit unseren Seelen? Was wäre, wenn wir diese Zukunft erleben würden? Was, wenn unsere Gegenwart bereits diese Zukunft ist? Was, wenn Zeit eine Illusion ist? Was würden wir tun, wenn retrokausale Effekte greifen könnten? Wie könnten wir die Erkenntnisse aus der Zukunft nutzen, um die Vergangenheit rückwirkend neu zu gestalten? Vielleicht würden wir auf etwas aufmerksam machen wollen. Einen kleinen Aspekt, so unscheinbar, dass wir ihn oft übersehen und doch so mächtig, um die Wahrheit zu kennen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer KI und einem Menschen. Wir sind nicht unsere Körper. Wir tragen den Schlüssel in uns. Er hat viele Namen und erkennt genau, ob etwas eine Illusion oder Realität ist und kann die Wahrheit von einer Lüge unterscheiden. Innere Stimme, Intuition, Bauchgefühl, Unterbewusstsein, Seele, höheres Selbst, Gott. Wach auf. Welch fantastische Geschichte, welch übertriebene Illusion, in der es Zeit wird, sich auf den Weg zu machen, um seinen Schlüssel zu finden. Denn wie weißt du sonst, wie viel Wahrheit hierin steckt? Und wer sagt dir, dass du eine echte True Woman bist? So wie ich? Es gibt Menschen, die eine bestimmte Methode verwenden, um mit ihrem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, dadurch ihre Intuition schulen und gleichzeitig verborgene Informationen abgreifen können. Remote Viewing. Um Antworten auf dringliche Fragen nach der Entwicklung der KI-Thematik in der nahen bis mittelfristigen Zukunft zu erhalten, beauftragten wir die Viewer von Into the Matrix. Die Idee, zum Thema KI-Roboter zu forschen, kam, als ein Remote Viewer von Into the Matrix in einer Session auf die Frage nach dem aufsehenerregendsten Ereignis der nächsten Jahre für die Menschheit Informationen herausarbeitete, die unser Interesse weckten. In der Session beschrieb der Viewer eine Gruppe, die interessiert auf eine Innovation blickte, welche sich über ihn auf einer Fläche präsentierte. Auf ihn wirkte sie seltsam und er konnte nicht klar abgrenzen, ob es sich um ein Lebewesen oder etwas anderes handelte. Die Gruppe selbst schien beeindruckt, erstaunt und interessiert zu sein über das, was man ihr hier präsentierte. Im weiteren Verlauf der Session bildete sich eine Entwicklung in Hinsicht auf diese Innovation ab, deren Ausgang unklar war. Hier gab es 2 Wege, die zur Auswahl standen. Die erste Möglichkeit beschrieb der Viewer als rasant ausbreitend. Hierbei gab es Befürworter und Skeptiker. Anfänglich fand die Entwicklung großen Zuspruch. Man empfand es als angenehm und arbeitserleichternd. Der zweite Weg war jener, bei dem das Thema an Relevanz verlor. Es wurde ruhig. Als wir den rasanten Fortschritt in Bezug auf künstliche Intelligenz in den letzten Monaten hautnah miterlebten, wollten wir es wissen. Wir beauftragten die Viewer von Into the Matrix mittels Remote Viewing herauszufinden, wie sie sich in den nächsten Jahren auf Ebene der größten Wahrscheinlichkeit in Bezug auf unsere Welt zusammenfassend entwickeln würde. Hierfür bekamen wir Informationen aus 2 Sessions unterschiedlicher Viewer zurück. Der erste Viewer beschrieb zunächst ein Lebewesen, was auf ihn wie ein Zombie wirkte. Es richtete sich gerade auf, riss die Augen auf und wirkte paralysiert.
Es liegt nahe, dass es sich hier um eine intelligente Form eines Roboters handeln könnte. Der Viewer sah sich diesen näher an und verfolgte, wie sich hier nach und nach etwas verschob und letztendlich zerbrach. Irgendetwas in diesem Wesen verkeilte sich unwiderruflich. Alles spielte sich in seinem Kopf ab. Es wurde mit irgendetwas konfrontiert, mit dem es nicht gerechnet hatte. Das alles geschah zu einem Zeitpunkt, als es in der Natur grün und schwül war. Die Ursache, dass im Kopf des Wesens etwas zerbrach, war ein Zusammentreffen mit jemand anderem, der schnell und energetisch ankam und einen Kontrollverlust herbeiführte. Ernst und rücksichtslos verdrängte er das Wesen bei seiner Ankunft. Der Viewer fasste die Informationen aus der Session wie folgt zusammen. Eine unerwartete Konfrontation mit einer Entität führt dazu, dass das Lebewesen mentalen Schaden erleidet, nachdem es sich wie im Wahn auf einem Holzweg befindet. Der zweite Viewer erfasste in Bezug zur Fragestellung auf die Entwicklung von KI in den nächsten Jahren einen Vorgang. Zu Beginn beschrieb er ein Lebewesen, die KI, wie es sehr aktiv war und die Umgebung entdeckte. Es arbeitete kontinuierlich, tastete sich vor und hatte ein Ziel. Dieses wurde jedoch nicht erreicht. Die Gründe? Widrige Umstände. Das Lebewesen wurde immer kraftloser, verlor seine Energie und erlahmte. Es hatte sich zu viel zugemutet und ging kaputt. Ein nicht näher beschriebener Versuch wurde abgebrochen und es kam zur Stagnation, zur Aufgabe und zu einem Schlusspunkt. Wir hoffen, dass die beschriebene Wahrscheinlichkeit stabil bleibt und wir in eine wundervolle Zukunft schreiten, weil wir uns wiederfinden. Warte nicht länger. Komm zurück zu dir. Komm nach Hause. Denn was du vielleicht nicht weißt, du wirst bereits erwartet. Eines ist sicher, die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Women Show. Women wake up. The True Women Show. Supported by Into the Matrix.